Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, die Kamerafrau Melanie steht halt hinter der Kamera und wir sind heute an einem ganz besonderen historischen Ort, denn wir befinden uns heute hier auf der Möhnetalsperre. Melanie kann gerade einmal hier rumschwenken. Hier seht ihr im Prinzip die zwei Türme und ja, damals am 17. Mai 1943 ist hier die Operation Züchtigung gelaufen der Alliierten, also der Royal Air Force. Denn man ist hier mit einer ganz besonderen Technik, mit sogenannten Rollbomben im Tiefflug über den Möhnesee, über das Speicherbecken gekommen und hat in ca. 400 Meter Entfernung von hier aus auf dem See die Rollbombe im Prinzip abgeworfen und ist hier dann explodiert. Und ja, was wir jetzt alles im Einzelnen sehen, das zeigen wir euch in diesem Video. Also bleibt dran. Ja, der Hintergrund, warum man das eigentlich gemacht hat, hat eigentlich damit zu tun, dass man das Deutsche Reich so weit wie möglich Schaden zufügen wollte. Und hier im Ruhrgebiet war es nun mal so, dass es hier die Schwerindustrie gab, die ja hochgezogen wurde oder vorab schon existiert hat und noch weiter ausgebaut wurde halt für die Rüstung. Und diese riesigen Speicherbecken und Sperren haben einfach dazu gedient, dieses Ruhrgebiet A mit Wasser zu versorgen, gerade in Trockenperioden, weil es einfach hier in diesem Ballungsgebiet halt natürlich sehr viele Menschen gab. Und B hat man das Ganze natürlich auch für die Stromversorgung verwendet, also Elektrizitätswerke, die hier ringsrum auch gestanden haben oder immer noch stehen. Und man wollte halt mit diesem Durchbruch A diese Wasserversorgung unterbinden und B das ganze Umland schädigen, dass ja einfach die Rüstung halt nicht mehr in dem Maße funktioniert, wie es halt vorher funktioniert hat. Weil auch Wasserwege wären dann unterbrochen gewesen, die man auch für die Rüstung gebraucht hat, die ganzen Kanäle. Aber auch das Umland, das ganze Agrargebiet, was es hier auch gab, wäre oder ist überflutet gewesen. Und ja, ist aber eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das so einfach funktioniert. Es gab sehr lange Testphasen, es gab Arbeitsgruppen im Vorfeld, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und diese Piloten, die im Prinzip diesen Anflug trainiert haben, haben das 7 Wochen lang geübt, um da soweit halt vorbereitet zu sein. Auch die Maschinen, die hier eingesetzt waren, das waren sogenannte Lancaster-Maschinen. Das waren Bomber, die umgebaut wurden, damit die diese Konstruktion, also diese Rollbombe überhaupt fassen konnten und transportiert konnten. Auch da musste man eine große Entwicklung vorantreiben, damit das überhaupt funktioniert. So eine Art Überwassertorpedo kann man das auch bezeichnen. Und da mussten ganz andere Anstrengungen vorgenommen werden, um das überhaupt durchzuziehen. Also das ist schon wirklich sehr speziell einfach, diese Operation. So, wir werden jetzt wie gesagt mal verschiedene Spots jetzt hier um die Talsperre jetzt anlaufen. Was jetzt schon mal ganz wichtig ist, sind praktisch diese Türme, die jetzt hier ganz normal Dächer haben. Das war früher aber nicht so. Das Dach war komplett weg, also dass man hier praktisch nur diesen offenen Turm hatte und oben standen jeweils Flakgeschütze. Man ist sich jetzt nicht ganz genau im Klaren, welcher Typ von Flakgeschütze standen, weil über den Zeitraum, bis die Möhnetalsperre durchbrochen wurde, waren hier verschiedene Flakabteilungen mit unterschiedlichem Gerät, die immer mal wieder abgezogen wurden, dann wieder neu besetzt wurden. Aber man geht davon aus, dass in diesem Bereich zumindest nach der Sprengung am 17. Mai 1943 hier Flak 28 gestanden hat. Das sind eigentlich britische Flakgeschütze, also von der Firma Bofors, weil diese Flakgeschütze, sage ich mal, eine spezielle Art von Munition hatten, Hochexplosivgeschosse.
Und die gab es jetzt nicht in der Maße wie jetzt bei den Standard-Flak-Geschützabteilungen mit dem Vierlings-Flak oder mit der regulären 2 cm Flak, wo es halt mehr Munition gab. Und deshalb geht man von aus, dass es hier die Flak 28 gewesen ist, später zumindest. Und da waren diese Türme zumindest jeweils besetzt. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einmal runtergehen, gab es auch hier 2 Punkte. Auf der Seite sieht man das ganz gut, weil hier das Speicherbecken jetzt auch, also hier unten das Becken zumindest leer ist, nicht das Speicherbecken, sondern das Becken, wo praktisch hier alles nach unten fließt. Und auf dieser Seite rechts seht ihr noch so einen kleinen Betonsockel. Auch da stand jetzt eine Flak und das Pendant gibt es dann praktisch auf der anderen Seite auch nochmal. So, wenn wir jetzt gerade hier oben sind, werde ich euch jetzt noch mal kurz erklären, weil hier ist natürlich auch immer ein bisschen Durchgangsverkehr, ist ja logisch. Aber jetzt ist gerade mal wieder eine ruhige Passage, wo wir euch das noch mal erklären. Wie gesagt, die Flieger, die Lanchester-Maschinen sind halt in der Nacht, da muss man auch noch dran denken, man hat ja da ja noch eine Vollmondphase halt abgewartet, damit der Mond hier im Prinzip das entsprechend anscheinen kann, damit die Flugzeuge nochmal eine bessere Sicht auf das Objekt hatten. Also das ist auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Und die haben im Prinzip hier ihren Kreis gezogen und haben hier dann eine Anflugspassage gehabt. Und diese Anflugspassage ist von der Dauer gerade mal 15 Sekunden, das muss man sich überlegen. Und in diesen 15 Sekunden haben die Flakgeschützer nur diese Reaktionszeit gehabt, diese Flugzeuge praktisch unter Beschuss zu nehmen. Also das ist eine ganz, ganz schnelle Geschichte, die da im Prinzip abgelaufen ist. Und sind in einer Höhe von nur sage und schreibe 18 Meter hier angeflogen, also ganz knapp im Prinzip über dem See. Und haben halt in dieser Entfernung von ja, circa 400, ich waren glaube 411 Meter, die Bombe hier in dem See abgeworfen. Und durch diese Rotation, deshalb nennt man dieses Prinzip oder diese Waffe halt Rollbombe, ist diese Bombe halt gerollt, auf die Mauer zugerollt, also hier praktisch zugerollt auf die Mauer und ist dann praktisch in ihrer Rotation unten an der Mauer dann praktisch detoniert, so dass dann durch die große Wucht, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie hoch die Sprengkraft war, aber enorm. Man hat ja diverse Tests durchgeführt und durch diese immense Sprengkraft wurde im Prinzip das hier alles nach draußen geschleudert, das Wasser. Tonnen von, ich weiß gar nicht wie viel, ich kann euch das auf jeden Fall einblenden. Und die Auswirkungen sind halt radikal gewesen. Also hier hinten sind ja dann die Städte Neheim und Wickede. Und in Neheim hat es natürlich, oder hier auch im Möhneseebereich selbst, extreme Schäden angerichtet. Und es ging sogar über Essen-Stele waren sogar noch Verluste, also Ertrunkene. Und bis sogar Duisburg im Hafengelände hat das Ganze noch Schäden angerichtet. Und wir sprechen da von einer Distanz von über 100 Kilometer. Ne? Über 100 Kilometer Distanz hat das Ganze hier Schaden aus. Also von den Planern, die das entwickelt haben, diesen Angriff, ja, hat man im Prinzip das Ganze ja, schon richtig berechnet, sagen wir es mal so. Ja, aber man konnte natürlich jetzt nicht einkalkulieren, ob das mit den Flugzeugen, mit der Bombe, mit der Detonation alles so funktioniert. Theoretisch auf dem Blatt Papier hat es funktioniert. Man hat ja diverse Tests mit Modellanlagen durchgeführt in England. Da gab es ja auch diverse Versuchsreihen und ein größeres Modell, wo man im Prinzip diese Aktion immer wieder geprobt hat. Aber man muss auch sagen, die richtige also der einzige Versuch, der dann wirklich mit einem richtigen Flugzeug auch funktioniert hat, ist wirklich kurz bevor die Operation Züchtigung angelaufen ist. Also man hat einmal mit dem richtigen Flugzeug und im entsprechenden Gelände einen erfolgreichen Versuch gehabt und danach ging schon die Operation los. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, was man da trotzdem riskiert hat. Ne? Also insgesamt waren es auch 19 Maschinen, glaube ich, in 3 Wellen, weil man hat ja nicht nur die Möhneseetalsperre bombardiert, sondern auch die Edertalsperre, also die erfolgreich bombardiert mit dem gleichen Prinzip. Und dann auch die Sorbetalsperre, das ist aber ein anderes Konstrukt, das ist mehr so ein Wall im Prinzip und nicht so eine gemauerte Anlage wie hier.
Und Ennepetal hat man auch versucht zu bombardieren, aber da war es halt nicht erfolgreich gewesen. Also Edertal und Möhnesee war erfolgreich, Sobesee zum Teil auch. Also man hat die Sobe-Mauer bombardiert, aber das war nicht erfolgreich, dass es dann jetzt zum Dammbruch gekommen ist. Ja, wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen. So, dann möchten wir euch noch ein bisschen was erzählen, wie die Talsperre dann nach der Bombardierung gesichert wurde. Erstmal hat man das in relativ schneller Zeit natürlich auch wieder mit Hilfe von Zwangsarbeit aufgebaut. Also kam eine Organisation Todt und sogar Albert Speer kam hier vorbei und hat das hier Ganze begutachtet. Hier in der Nähe vom Haus Dehlige gab es auch das Reichsarbeitsdienstlager und parallel daneben auf der anderen Straße gab es ein Lager von der Organisation Todt. Und man hat hier in kürzester Zeit diesen Damm auch wieder aufgebaut. Das wurde natürlich propagandatechnisch auch wieder ausgeschlachtet. Und man hat dann im Nachgang natürlich die Talsperre richtig gut abgesichert. Denn da, wo wir jetzt hier diese Bojen sehen, ungefähr in dieser Höhe, in der Distanz zur Mauer, hat man 3 Reihen Torpedonetze angebracht, die von hier, man hat hier sogar noch, wir können das nämlich gerade ganz gut sehen, weil hier auch wieder so Niedrigwasser jetzt ist. Hier ist nämlich so ein Sockel für so einen Haltepunkt, wo man das Torpedonetz gespannt hat. Also gehen wir mal kurz hier hoch. Vielleicht kann mir Melanie eben kurz die Kamera geben. So, da haben wir jetzt hier so einen Betonsockel. Dann sieht man hier auch noch, wie das Ganze hier aussieht. Mehr ist das im Prinzip nicht. Und das Pendant gab es dann natürlich auch auf der Gegenseite. Und das war jetzt erstmal ein relativ einfacher Schutz. Und dann ist man hingegangen, und das ist halt ziemlich einzigartig, dass man hier Seeminen eingebracht hat in diese Anlage. Hier gab es entsprechende Flöße, wo man halt rausgefahren ist, ganz rudimentär, also das ist jetzt nicht hochtechnisch abgelaufen und hat jetzt hier verschiedenste, also ich glaube 2 Arten von Seeminen eingebracht. Ich werde euch das versuchen auch noch mal an der Stelle einzublenden. Einmal ich glaube die P200, das müsste eine italienische Seemine gewesen sein, und dann, ich glaube EM heißt die, eine deutsche. Und die hat man dann parallel hier reingelegt. Also auf jeden Fall ist vor dem Torpedonetz noch eine gewesen. Da musste man wieder gucken, wo die Ankerpunkte jeweils gewesen sind. Und da, wo wir da später noch hinkommen, vom Linkturm rüber ans Südufer, gab es eine Seemine, die auf jeden Fall nachgewiesen ist. Das sieht man halt auch auf Luftaufnahmen aus der Zeit. Und dann noch mindestens eine, man geht aber halt noch von einer 4. Blockade aus. Diese Seeminen hatten, weil man überlegt jetzt, hey, warum Seeminen? Macht ja gar keinen Sinn irgendwie, weil hier kommen ja keine Schiffe hingefahren, also alliierte Schiffe, und würden das hier irgendwas machen. Nein, die Seeminen hatten das Problem, oder was heißt das Problem? Die Seeminen, wenn die explodiert sind, haben eine riesige Wasserfontäne nach oben abgeschossen. Und das hat man in diversen Versuchen, hat man das dann nachgestellt, wie die Auswirkung ist. Weil man hat durch Geheimdienst erfahren, dass bei diesen Probeangriffen der Royal Air Force immer wieder gesagt wurde, dass das Leitwerk durch die Detonation der abgeworfenen Bomben beschädigt wurde. Und das hat man zum Anlass genommen, weil das Flugzeug, wie gesagt, in 18 Meter Höhe hier jetzt auf den Damm zufliegt, und diese Mine hat einen Wasserausstoß nach der Explosion nach oben von 30 Metern, dass man alleine mit so einer Minensperre und dieser Wasserfontäne das Flugzeug halt beschädigen und zerstören kann. Und deshalb hat man mehrere Reihen von diesen Wasserminen dann eingesetzt, um halt eine Möglichkeit zu haben, da zu reagieren. So, das war wie gesagt eine weitere Sperre, und wir kommen noch zu weiteren Verteidigungsmaßnahmen. Da müssen wir aber noch ein bisschen die Position wechseln. Ja, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, bevor, sage ich mal, die Möhnetal-Sperre gesprengt wurde oder durchbrochen wurde mit der Bombe, hat man hier
eine Art Landverbindung zwischen diesen Inseln simuliert, eine natürliche Landverbindung, indem man hier auf diese Mauer so eine Art künstliche Bäume, also Tannen aufgebaut hat. Das sieht ganz lustig aus, da gibt es diverse Fotos. Ja, da sind halt solche Tannen einfach hier an der Mauer platziert, die ja, das so aus der Luft heraus symbolisieren sollten, dass das einfach eine natürliche Landverbindung ist und gar kein Damm. Ne? Aber die Alliierten wussten ja schon weit vor dem Krieg, dass sich hier ein Staudamm befindet. Ne? Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich dazu beigetragen hat oder hätte, das zu verschleiern. Das weiß ich jetzt nicht. So, hier haben wir es nochmal eben in Nahaufnahme. Also da sind die Torpedofangnetze, der Rest davon. Können wir noch mal ein bisschen ranzoomen. Kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut erkennen. Ihr seht diese Ringe, die miteinander verflechtet sind. Und die hat man in 3 Reihen praktisch oben gesetzt. Jetzt hätte ich hier noch irgendwo da in diesem Auszug. Da liegen auch noch welche. Ich glaube, hier vorne waren auch noch irgendwo welche. Müssen wir mal eben zurückzoomen. Wo sind sie? Den großen Stein hier vorne. Da. Hier. Da habt ihr noch mehr Reste von dem Torpedofangnetz. Nicht schlecht. So, jetzt möchten wir euch noch mal auch ein paar der Schutzanlagen oder Verteidigungsanlagen, je nachdem, wie man es sieht, zeigen. Wir sind jetzt immer noch im Bereich des Nordufers und wir haben jetzt hier ein Objekt, das aber leider halt zugemauert. Es gab halt rings um den Möhnesee nach dem Angriff 43 durch die Organisation Todt vermutlich ja, Baumaßnahmen auch von solchen Bunker. Aber wir wissen jetzt nicht, weil der Möhnesee ist hier unten, welche Funktion jetzt dieser Bunker erfüllt hat. Man sieht jetzt hier leider auch nur einen Erdwall und hier das Stück, wo vermutlich hier der Eingang ist. So, wir wollen euch dann auch noch weitere Bunker zeigen. Es sind wie gesagt nicht mehr viel übrig, weil in den 50er oder kurz nach dem Krieg bis in die 50er Jahre hatten hier ja, dieser Ruhrtalverband im Zusammenhang auch mit den belgischen Einheiten, die hier stationiert waren, viele Objekte halt gesprengt, damit halt nichts passiert, keiner sich verletzt, bliblablub oder da irgendwie Schindluder treibt. Man kennt es halt in Deutschland, das wird alles halt zugemacht und deshalb sieht man nicht mehr allzu viel, aber das ist jetzt noch ein Objekt. Und welche Funktion er jetzt genau erfüllt hat, können wir jetzt mit Sicherheit nicht sagen, weil der ist schon eine gewisse Distanz hier runter zum Möhnesee. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele Bäume auch nicht so hoch sind, wie es früher halt gewesen ist. Und ob er jetzt eine Verteidigungsaufgabe hatte, das können wir nicht sagen, weil wir sehen keine Schaden, die wenn auf diese Seite gehen. Aber wenn man das jetzt hier einmal sieht, wie die Lage jetzt hier in dem Hang ist, glaube ich nicht, dass der jetzt eine Verteidigungsoption hatte. Vielleicht irgendwas wegen Beobachtung oder vielleicht auch, und da kommen wir zum späteren Zeitpunkt noch um von da aus zum Beispiel einen dieser Minenketten zum Sprengen, also zur Detonation zu bringen. Das kann auch sein, dass man hier praktisch den Bereich beobachtet hat und wenn jetzt ein Flieger gekommen wäre, dann hätte man da die Sprengung auslösen können. Aber das sind jetzt alles nur Vermutungen. Das ist ein Bunker und jetzt zeigen wir euch den nächsten. Leute, jetzt wird es gerade ein bisschen merkwürdig, weil wir sind jetzt hier an einem Objekt, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Schaut mal. Also das ist definitiv auch ein Bunker gewesen. Oder ist es immer noch? Hier wurde rein. Das ist natürlich gut. Wir haben hier ein Loch und können hier reinschauen, Schatz. Taschenlampe haben wir mit, das machen wir gleich mal. Aber wir gucken jetzt eben, hier habt ihr Melanie zum Größenvergleich. Ein kleines Objekt. Das war, so wie das hier aussieht, aber auch mal komplett übererdet. Das ist jetzt aber interessant. Oh, hier ist sogar eine Luke.
Aber die ist natürlich verschlossen. Das ist hier aber auch irgendwie nur so ein Ziegelanbau mit einer Betonplatte hier oben. Hä? Das ist aber ein bisschen merkwürdig, oder? Also den haben wir jetzt hier nicht auf dem Schirm gehabt, das Objekt. Und das ist gar nicht so weit entfernt jetzt von dem einen, den wir gerade hatten. Wir werden es jetzt gleich noch einmal fotografieren. Und ich werde jetzt eben die Taschenlampe rausholen und da mal reinleuchten. Das ist jetzt mega interessant, dass wir da zumindest eine Möglichkeit haben reinzugucken. Okay Leute, also ich weiß jetzt auch, warum hier diese Bohrung hier drin ist. Und zwar hat man hier drin Fledermauskästen angebracht. Deshalb werden wir jetzt hier nicht irgendwie groß Anstalten machen, da jetzt reinzuleuchten. Pipapo, ich sehe das jetzt praktisch von hier aus schon. Und ja, also man hat den hier ein bisschen frei gemacht scheinbar. Und das jetzt halt für Fledermäuse, inwieweit die das annehmen, kann ich nicht sagen. Aber man hat es zumindest gemacht. Aber welche Funktion jetzt auch wieder dieser Bunker hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man auch hier wieder direkten Blick über, ja, das ist ja jetzt hier das von dem Yachtclub im Prinzip hier unten das Gebiet. Aber man hat hier einen schönen Blick praktisch gehabt auf dem See. Deshalb vermute ich mal, dass es zumindest irgendwelche Observationsgeschichten gegeben hat, dass hier Soldaten einfach etwas überwacht haben. So, gehen wir einfach zum nächsten Bunker. Hier oben ist auch auf dem Bunker drauf noch, ja, für die Belüftung, für die Belüftungsvorrichtung das Loch zu sehen. So, wir sind angekommen am Linkturm. Linkturm deshalb, weil hier dahinter ist Privatgelände hier von der Familie Link, also im Prinzip der Baumeister oder einer der Chefingenieure von der Talsperre, Ernst Link. Ich glaube, der Titel war Reichsbaumeister, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war der hier beschäftigt und ja, dieser Linkturm wurde praktisch vom Ruhrtalverband an die Familie verpachtet. Dahinter ist praktisch Garten, also man darf auch nicht von der Seite irgendwie hier ran. Wir haben jetzt auch nur das Glück, weil hier im Prinzip Niedrigwasser ist, dass man bis hierher laufen konnte, um sich diesen Linkturm anzuschauen. Ja, und der Linkturm ja, ist halt so ein Rondell. Und das Interessante ist, im Zweiten Weltkrieg hat man den hier in diese Verteidigungsmaßnahmen mit eingebaut. Nicht, weil er jetzt irgendwie ja, man kann es nicht wie ein Bunker bewerten, aber er hat hier eine vorgeschobene Position im Prinzip von dieser kleinen Insel hier rein und perfekte Sicht hier halt auf die Staumauer. Und der Linkturm hat hier unten ja auch noch eine Fensterreihe und das waren früher Schießscharten für Maschinengewehre. Also hat da schon mal eine Verteidigungsoption gehabt. Und von hier aus ging eine dieser Ketten der Seeminen hier rüber auf das Südufer. Und man konnte im Prinzip dann hier genau beobachten, ja, was jetzt angeflogen kommt und hätte hier zum Beispiel diese Seeminenkette zünden können von hier aus. Weiterhin ist interessant im rückwärtigen Raum, also praktisch auf dem Grundstück der Familie Link, also da, wo im Prinzip die Gartenanlage ist, gab es drei große Holztürme, Flaktürme, wo ja, Flakgeschütze drauf gestanden haben, vermutlich auch wieder die Flak 28. Da weiß man aber nichts Genaueres. Und ja, das ganze Gebiet da hinten ist im Prinzip auch ja, zum Teil immer noch ein bisschen munitionsbelastet, aber da darf man auch jetzt irgendwie nicht hin. Wie gesagt, es ist alles Privatgelände, da auch nicht hingehen oder irgendwas machen. Steht hier auch überall die Beschilderung. Da hat man nichts zu suchen, da gibt es auch so nichts zu finden oder so, falls da jetzt einer meint, irgendwie groß zu sondeln. Ja, das wie gesagt ist mit in diese Verteidigungskette halt eingebaut worden. Ich glaube, das ist die erste Minenkette, bin ich der Meinung, oder die zweite. Und dann gab es weiter hinten auch noch mal zwei Ketten, also mindestens noch eine Kette, also drei auf jeden Fall. Bei der vierten ist man sich nicht ganz sicher. So, und was halt noch richtig krass ist, aber da müssen wir dann noch zu dem Parkplatz hin, ist noch eine weitere Verteidigungsoption, die man hier eingebaut hatte. Und zwar hat man hier zwei größere Bunker, ungefähr 15 mal 15 Meter gebaut. Und auf diesen Bunkern waren 100 Meter hohe
Stahl, ja, so ein Stahlmast, wie so ein Antennenmast, 100 Meter in die Höhe, also richtig spektakulär. Und diese 2 Türme hat man mit einem, ja, auch so eine Art Fangnetz verbunden, und in diesem Fangnetz waren Minen platziert. Also müsst ihr euch mal vorstellen, man hat hier ein riesiges Fangnetz aufgebaut, um diese Flieger abzufangen, dass sie dann praktisch in diesem Netz, ja, kaputt gehen und gleichzeitig noch durch Minen zerstört werden. Also so eine Konstruktion hat man sich hier noch einfallen lassen. Das ist auch wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Aber davon ist nichts mehr übrig. Es gibt am Südufer auf jeden Fall noch Reste von dem gesprengten Bunker. Da müssen wir mal schauen, ob wir diese Stelle finden. Hier am Nordufer durch die Straße, die hier oben Deliger herführt, durch Baumaßnahmen ist da gar nichts mehr zu sehen. Und wie gesagt, diese Aufnahmen, das sieht man halt zum Teil noch, aber auf Luftaufnahmen, diese Türme, weil die ja so einen Schatten werfen, da sieht man das halt ganz gut, aber das muss damals schon recht spektakulär halt ausgesehen haben. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal einen YouTube-Kollegen, Geheimnisvolles Sauerland heißt der Kanal, glaube ich, von Peter Pawlowski empfehlen, wo wir auch einen Großteil dieser, ja, ich sag schon, geheimeren Informationen herbekommen haben. Also Informationen, die man, sage ich mal, in der Sachliteratur nicht so einfach findet. Also wir haben auch das Buch Wasserkrieg von Herrn Euler. Und da stehen auch schon sehr viele Informationen drin, aber Peter Pawlowski hat sich schon wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, soweit ich weiß, schon über 20 Jahre, und ist hier am Recherchieren und hat jetzt auch gerade eine Doku-Reihe am Laufen, noch gar nicht so alt, also auch überhaupt jetzt im YouTube-Genre ist er jetzt noch nicht so lange drin, soweit ich das verstanden habe. Aber er macht richtig sehr gute Detailfolgen von der Aktion hier am Möhnesee und was hier alles ringsherum passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Also da möchte ich mich auch nicht, oder möchten wir uns auch nicht mit fremden Federn schmücken, und natürlich auf den Kollegen Pawlowski ja, verweisen. Und auf jeden Fall da vorbeigehen, wer sich zu dem Thema Dammbuster und Operation Züchtigung noch ein bisschen näher beschäftigen will. Er hat, wie gesagt, sehr viele Luftaufnahmen aus den US-Archiven und so weiter, und erklärt er sehr, sehr gut seine ja, Forschung, die er jetzt die ganzen Jahre über betreibt. Und ja, deshalb möchte ich das auch hier nochmal an der Stelle erwähnen, weil auch ohne seinen Kanal viele dieser Informationen hier auch nicht eingeflossen wären, ne? Also so viel dazu. Und wo ich das gerade hier erzähle, finde ich hier gerade noch mal irgendein Relikt. Ja, also wie gesagt, hier oben war dann die Flakgruppe Deliger dann stationiert. Hier oben gibt es, wie gesagt, auch noch ein, ja, größeres Rondell, wo man ganz gut mit Fahrzeugen rangieren konnte. Da oben sind auch noch Reste, soweit ich weiß, von kleinen ja, Munitionsverschlägen, wo man ja, die Munition wettergeschützt unterbringen konnte. Aber wie gesagt, da oben möchte ich jetzt auch nicht irgendwie hingehen und irgendwie was filmen, weil das ist alles privat. Und ja, da haben wir so nichts zu suchen. Klar könnte man jetzt alles anfragen und pipapup. Wie gesagt, da gerne noch mal auf den Kanal vom Peter vorbeischauen. Der hat da auch noch diverses Fotomaterial, was er über die Jahre gemacht hat. Und dann kann man sich das halt auch noch mal anschauen. So, wir werden jetzt erstmal hier rausgehen und uns noch, ja, einen der letzten erhaltenen Bunker anschauen, die es jetzt in dem Bereich zu sehen gibt. Ja Leute, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Bunker, wo man immer noch am meisten sehen kann. Wie gesagt, die meisten sind halt in dem Bereich halt abgebrochen aus ja, Schutz der Menschen, die sich da drin verirren könnten. Aber ja, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Wir sehen auf jeden Fall hier in der Front Schießscharten, oder zumindest hier erstmal eine Schießscharte. Und ja, ich gucke mal eben, wie wir hier hochkommen, weil hier der eigentliche Treppenaufgang, der ist halt zu betoniert. Der wollte wahrscheinlich nicht, dass man hier noch mal runter geht, aber hier gab es im Prinzip einen Treppenaufgang oder Abgang, weil hier höchstwahrscheinlich die Soldaten auch
mit dem Boot hier Minen kontrollieren hätten können und so weiter und so fort. Da gab es ja diverse Optionen. Und mal gucken, ob es ist so steil, ob ich hier trotzdem hochkomme. Ja. Ja, du kannst hier hochkommen. Warte. Zack. Und dann sind wir oben. So, und jetzt sind wir schon in dem Bereich, wo ja höchstwahrscheinlich ein zusätzlicher Eingang eingebaut wurde. Also entweder gab es den vorher schon, auf jeden Fall hat man hier diese Tür neu eingesetzt und hier oben ein bisschen was ausgestimmt. Keine Ahnung, aber ja. Hier ist einmal eine Schießscharte für ein Maschinengewehr und hier gibt es nochmal einen Bereich für eine Nahverteidigung und hier war der eigentliche Zugang, den man dann zugemacht hat. Und auch diese Gitter sind nicht original, die sind logischerweise weg gewesen. Und ja, dieser Bunker hat im Prinzip diesen Bereich halt sehr gut, man kann es ja hier schon erkennen, sehr gut ja, bewachen können. Und ja, man hat auf jeden Fall hier einen Scheinwerfer mit installiert. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo der dann hier auch stande. Oder ob der vielleicht auch auf dem Bunker gestanden hat. Auf jeden Fall war in den 50er Jahren hier oben auch irgendwie von irgendjemandem ein Häuschen drauf gebaut, aber das hat man dann wieder abgebrochen. Und hier an der Stelle war die Leiter montiert. Die sieht man auch in den 50er Jahren noch. Und dann hat man das hier aber alles abgemacht. Hier unten ist auch noch was betoniert, sieht man noch. Ja, und das ist der einzige Bunker in der Größe, in der Stärke, den man jetzt hier noch finden kann. Und davon gab es aber, wie gesagt, mehrere. Ja, und hier haben auch die Soldaten im Prinzip Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ja, man spricht hier auch von Flak-Scheinwerfer 60 cm, also das kleinere Modell. Es gab ja den 150er und den 60er. Aber mit dem konnte man hier auch schon den Bereich sehr gut ausleuchten. Und ja, im Prinzip die Flugzeuge, wenn dann wieder welche angeflogen wären, ja, im Prinzip ohne Beschuss nehmen in Kombination mit der Flak. Aber da gab es ja keinen weiteren Angriff. Also man hatte 45, ich glaube Anfang 45, das immer noch als Ziel gesehen von den Unterlagen her. Also man hat die Unterlagen durchsucht von den Alliierten und hat das immer noch da als Target eingetragen. Also man ist im Prinzip immer noch nicht ganz weggegangen, das Ganze nochmal zu bombardieren, weil es ja auch krasse Auswirkungen hatte. Aber die Sicherungsmaßnahmen, ob sie jetzt funktioniert hätten oder nicht, haben trotzdem die ganze Operation halt, also haben die Leute halt abgeschreckt, diese Operation nicht nochmal durchzuführen. Weil das ist wie gesagt sehr, sehr außergewöhnlich, wenn man jetzt nochmal diese Kombination sieht an Sicherungsmaßnahmen, die man nach dem Dammbruch jetzt hier durchgeführt hat. Die sind schon sehr außergewöhnlich mit den Seeminen. Wo hat man das? Ne? Also das hat man ja bei Küstenoperationen oder Häfenschutz eingesetzt oder Treibminen draußen, ne? Bei irgendwelchen Patrouillen oder Seewegen hat man ja Seeminen eingesetzt. Die Torpedonetze hat man auch nur in Hafenanlagen oder so weiter verwendet. Und dann dieses riesige Abfangnetz, was man sich heutzutage gar nicht vorstellen kann, mit diesen einzelnen Minen, was hier gespannt wurde zwischen diesen zwei Türmen. Also das sind Sicherungen plus die Flakstellungen jetzt hier noch. Also da wollte man auf jeden Fall, dass das nicht nochmal so eine einfache Geschichte wird. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hier sind eventuell noch Fundamentreste von dem besagten Nordturm. Also wir sind jetzt hier gegenüber von dem Haus Delige. Ich weiß es nicht ganz genau, ob der hier stand, aber hier sind auf jeden Fall noch Betonstücke, alte. Die liegen hier nicht umsonst. Und da Reste, oder man hat sie noch bis hierher verbracht. Weil hier in diesem Bereich muss irgendwo der Nordturm gestanden haben.
Wir werden jetzt halt, das hätte ich vielleicht zu Anfang machen müssen, aber ist egal. Ich laufe da jetzt noch mal über die Sperrmauer auf die andere Seite, das Südufer, weil da werden wir von dem Südturm noch deutlich mehr Reste sehen. Das ist jetzt noch mal ein Next Step und dann werden wir noch mal zur Taucherbucht gleich gehen. Okay Leute, jetzt kommen wir wirklich zu den letzten Überresten des Südturms und das ist dieser Schuttberg hier. Also ich bin jetzt hier einmal an der Seite kurz gegangen und dann ist hier noch so ein kleiner Schluf. Das wird höchstwahrscheinlich mal ein Zugang gewesen sein, aber der ist auch voll, also man kommt hier nicht weiter rein. Man sieht auch, der ist ja in sich zusammengefallen. Also da sieht man jetzt nichts mehr, unterirdisch zumindest in dem Bunker selbst. Aber das sind im Prinzip die Reste, die ich euch noch zeigen kann von dem Objekt, von dem Südturm, wo halt wie gesagt oben, ja, ich sag jetzt mal, diese Metallkonstruktion, dieser Mast bis 100 Meter in die Höhe gestanden hat. Und man sieht ja hier an den Objekten, das ist ja hier alles gesprengt worden. Aber weil das so viel ist, konnte man jetzt nicht mehr machen, als jetzt hier noch ein bisschen Erde drauf. Und ja, sich dem Ganzen halt selbst überlassen. Auch hier sieht man ja noch mal schön die Struktur. Ja, und das ist im Prinzip alles. Wir können jetzt hier einmal rumgehen. Ja, aber hier wird es schon speziell, jetzt hier durchzugehen. Man sieht halt nichts mehr. Ne? Ich werde davon jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Fotos machen. Zumindest von dem Eingangsbereich. Und wie gesagt, war jetzt ungefähr so 15 Meter in der Ausdehnung. Wie weit das jetzt nach unten ging und was man dann da alles noch eingebaut hat, das weiß ich jetzt halt auch nicht. Ne? Da fehlen halt im Prinzip noch Archive. Peter Pawlowski erwähnt auch noch mal in seinen Videos immer wieder, dass da einfach die Recherche noch gemacht werden muss. Die Amerikaner öffnen ja oder haben im Prinzip ja ihre Archive zu solchen Sachen ja geöffnet. Aber das anzufordern und so weiter, das dauert halt noch, weil es auch nicht so richtig digitalisiert wurde. Das heißt, man muss entsprechend Kopien erstellen und kann jetzt nicht einfach irgendwie da online eingeben, ja, so gib mir jetzt alles vom Möhnesee. Speziell zur Talsperre im Zweiten Weltkrieg. So funktioniert das nicht. Das wäre schön. Aber ja, gut, im Endeffekt seht ihr ja hier, ist direkt jetzt hier an dem Rad- und Wanderweg gelegen. Und deshalb hat man das jetzt hier so gut es geht halt verschleiert, indem man das hier irgendwie übererdet hat, damit das nicht so ja, wahrnehmbar ist. Und dass sich da, wie gesagt, irgendeiner drin verirrt und ja, irgendwas passiert. Man kennt es ja, das Übliche. Aber für uns jetzt, für die Nachwelt hätte es mehr Wert gehabt, das zu erhalten und ja, das hier, also wenn hier die Leute vorbeigehen, hier zu informieren und alles. Aber im Prinzip ist jetzt hier wieder keine Information, also man weiß gar nicht, was hier passiert ist. Und das ist halt immer so schlecht. Ne? Also wie gesagt, ohne meine Recherchen und vor allem, wie gesagt, Peter Pawlowskis Videos, hätte ich das jetzt mit diesen riesigen, mit dieser riesen gespannten Anlage über 2 Türme besetzt mit Minen überhaupt nicht gewusst. Also das ist wirklich absolut schade. Ne? Aber naja, so ist das halt. Ja, eine weitere Abwehrmaßnahme, die man dann getroffen hat, waren ja sogenannte Nebelfässer. Die hatte man ringsum um den Möhnesee platziert und auch noch weiter im Hinterland. Und ja, ich
ich weiß jetzt nicht, gar nicht mehr was, aber auf jeden Fall eine hochgiftige Chemikalie, die man da ja, verbrannt, angezündet oder ich weiß nicht, wie genau das System funktionierte. Auf jeden Fall eine immense Rauchentwicklung und es war sogar so, dass die Personen, die diese Anlage bedienen mussten, das war ja vornehmlich halt Frauen, weil Männer standen da weniger zur Verfügung oder aber auch Zwangsarbeiter, vornehmlich russische Kriegsgefangene, die hier in diesem Bereich auch eingesetzt wurden für den Dammbau und so weiter, beziehungsweise die Reparatur. Und die hatten dann die Aufgabe, zeitnah diese Fässer zu aktivieren. Die waren mitunter auch auf den Plattformen, auf den kleinen Flößen, wo die Minenkette darunter gelegen ist. Die hat man halt aktiviert und dann gab es halt eine starke Rauchentwicklung in allen möglichen Richtungen. Und ja, dadurch konnte man das ganze Gebiet verschleiern und wenn es halt zum Bombardement kam oder zum Angriff, dann war es für die Piloten oder wäre es für die Piloten schwieriger gewesen, das Ziel ohne Beschuss zu nehmen. So, den letzten Bereich, den wir euch zeigen wollen, ist der Bunker hier an der Taucherbucht. Ja, das ist hier im Prinzip ein Bereich, wo die Taucher immer reingehen. Also so ein Tauchbereich halt extra dafür angelegt. Wir haben jetzt hier unten den regulären Parkplatz, Taucherbereich und hier haben wir die Brücke rüber zum Nordufer. Und diese Brücke sollte auch damals gesprengt werden. Man hatte das im Prinzip soweit schon vorbereitet. Die war dann auch nur noch einspurig befahrbar. Und hier gab es ebenfalls einen Bunker, wo man erst nicht so recht wusste, ja, wie der einzuordnen ist, ob das jetzt irgendwas mit Flak zu tun hatte oder ja, eine andere Aufgabe. Und der Peter Pawlowski hat hier eine eigene Theorie. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das untermauert ist. Ich glaube doch schon untermauert, weil er hat ein Luftbild auch gezeigt, wo sich vor dieser Brücke wieder einzelne Objekte im Wasser befunden haben. Und das möglicherweise, ich glaube, die dritte Seeminenkette ist, die sich praktisch vor dieser Brücke schon befunden hatte, um hier im Prinzip schon zu reagieren. Ja, und diesen Hügel, den ihr jetzt seht, das ist im Prinzip ein zusätzlicher Bunker. Man sieht hier die Kante noch, der wurde hier auch einfach übererdet. Ich weiß jetzt nicht, in den 80er Jahren oder 90er Jahren konnte man hier noch reingehen. Wir gehen einmal hier an die Front, wo der eigentliche Zugang war. Da hat man einfach wieder hier ordentlich Erde drüber gekippt. Hier dieser Bereich war der Zugang. Ihr seht hier oben noch das Dach hier im Prinzip rausschauen. Man hatte das zwischendurch auch mal schon wieder ein bisschen aufgegraben, aber dann hat man es auch wieder zugemacht, einfach zur Sicherung, weil ihr seht ja, es ist hier wieder sehr schnell erreichbar. Hier an der Seite sehen wir auch noch ein bisschen mehr vom Bunker, von der Wand zumindest. Ne? Hier könnt ihr das sehen. Und es ist hier halt auch keine mega große Geschichte. Also das wird jetzt vielleicht 3,5 Meter sein in der Länge. Und breit vielleicht auch nur 2,5 Meter maximal. Und das war halt nicht ganz klar, für was man den genutzt hatte. Also Flak könnte eine Möglichkeit sein. Aber man denkt eher, dass dieser Bunker genutzt wurde, um diese Seeminenkettenanlage hier in Front zu zerstören. Also auch da waren wieder solche kleinen Flöße angelegt auf der Wasseroberfläche, die halt verbunden wurden, wo halt auch die Zündung, diese ganze Elektrik, die man halt brauchte, um diese Minen zu zünden, verlegt gewesen sein. Vielleicht auch da diese Nebelfässer auch noch mit aufgesetzt, um da das Ganze hier zu verschleiern. Also auch hier wird im Prinzip diese Sperrkette gewesen sein. Ja, was ich hier noch beim Peter, ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber in diesem Zuge hat er das nicht mitgehabt. Hier unten habe ich, weil ich war jetzt schon einen Tag vorher mit Mella hier, um diesen Bunker hier zu finden,
hier unten noch was gesehen gehabt. Ich wusste aber nicht, was es damit auf sich hat. So, wo sehe ich das denn jetzt hier? Das ist auch ein großes Konstrukt hier unten. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt am gescheitesten hier runterkomme. Vielleicht von der Seite. Ich weiß nicht, ob das hier irgendeine Befestigung war, aber dann ist das ja schon nach der Brücke und nicht davor. Ob hier auch noch irgendwas anderes drin gewesen ist. Ich gehe mal eben runter und dann nehmen wir das nochmal mit auf. Okay, ich bin hier runtergekommen irgendwie. Ihr könnt sehen, das ist wieder nicht so leicht gewesen. So, jetzt sind wir aber unten. Jetzt können wir uns das hier nochmal angucken. Für was das jetzt hier gewesen ist. Es muss auf jeden Fall wieder was mit Sicherungsmaßnahmen zu tun gehabt haben. Es hat hier nichts regulär mit dem Damm an sich zu tun. Ein riesiger Sockel. So, können wir ungefähr die Größe von dem Ganzen sehen. Und auf diesen Sockel ist nochmal ein Aufbau. Und dann dieser Ziegelpfeiler obendrauf. Also, ich weiß nicht. Aber keine Idee, was es sein könnte. Wenn es was mit Torpedofangnetzen, Seeminenkette zu tun hat, müsste es ein gleiches Pendant auf der anderen Seite geben, am Nordufer. Aber da sehe ich so jetzt nichts. Das muss nichts heißen, das kann auch abgebrochen sein. Keine Ahnung, also hier ist irgendwas befestigt worden. Hier ist auch noch mal so ein Metallpin drin. Keine Ahnung, was das hier gewesen ist. Ich werde das noch mal dokumentieren, also Fotos noch mal machen. Hier geht es auch irgendwie so ran und dann dieser Pfeiler da oben. Also ich weiß nicht, aber es kann auch keine zusätzliche Brücke oder sowas gewesen sein. Ich habe keine Idee, ob das jetzt irgendwas noch für die Möhne-Schifffahrt gewesen sein könnte, dass man hier ein Boot rangezogen hat. Aber dieses massive Fundament hier unten, ich kann es mir nicht erklären. Naja, vielleicht hat einer von euch eine Idee. Das wäre nicht schlecht, dann kann er das gerne hier kommentieren. So, ich bin jetzt doch noch mal hier drauf geklettert, dann könnt ihr das sehen. Also das ist hier wirklich so ein Rechteck, was hier rumgeht, der Sockel. Und hier unten etwas abgeschrägt nach unten weg das zweite Podest. Und hier, ja, keine Ahnung, also dieser Ziegelaufbau jetzt hier. Und dann ist hier eine Metallplatte mit einer Verschraubung. Also hier muss irgendwas arretiert worden sein. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt gerade sehr interessant, was die hier für einen Zweck erfüllt, so nah an der Brücke. Also, Es muss aber irgendwas von einer späteren Nutzung sein. Ob es was noch mit dem Krieg zu tun hat oder nicht, keine Ahnung. Also was es ganz genau ist, kann ich nicht sagen, aber es ist sehr massiv und sogar die Ankerpunkte für die Torpedonetze und die Seeminenkette, auch die waren nicht so brachial. Das waren kleine Quader-Zementblöcke, aber das ist ja hier ein richtiger Aufbau. Und auch die zwei Türme sind ja jetzt hier nicht in unmittelbarer Nähe, außer der Nord- und Südturm, wo das Minenfangnetz, nenne ich es jetzt einfach mal, befestigt war. Auch das war nicht so massiv. Also was ist das jetzt hier gewesen? Keine Ahnung. Ja Leute, an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Es war ziemlich umfangreich, aber man könnte hier noch viel mehr sich anschauen. Aber wir möchten es halt auch immer im Rahmen halten, damit jeder die Möglichkeit hat, hier einen Einblick in so eine Geschichte zu bekommen. Wie gesagt, zum Thema
Möhnesee, Zweiter Weltkrieg, Möhnesee, Talsperre, Dammbuster, Verteidigungsmaßnahmen. Wie ist es dazu gekommen? Zwangsarbeit auch, spielt immer eine große Rolle. Auch hier sind im Bereich Neheim, gab es ein Frauenlager auch. Da sind mehrere hundert Frauen auch ums Leben gekommen. Zu den üblichen Zivilisten natürlich auch. Aber die kehrte man auch natürlich immer gerne unter den Teppich. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel weiterführende Informationen bei Geheimnisvolle Sauerland. Peter Pawlowski ist, wie gesagt, mir persönlich auch sehr wichtig, dass jeder, der von euch Interesse hat, noch mehr darüber zu erfahren, da gerne auf dem Kanal vorbeischaut. Ich werde das unten in die Videobeschreibung mit verlinken, dass ihr da nur draufklicken müsst. Und dann werdet ihr das sehen. Es sind nicht allzu viele Videos auf seinem Kanal. Er fängt da gerade an und bringt auch noch weitere Teile von der Reihe raus. Nicht wundern, ihr müsst praktisch mit Teil 3 anfangen. Teil 1 und Teil 2 kommen später, weil er da noch länger braucht für die einführenden Teile. Also da gerne mal Feedback da lassen, Kommentar da lassen, liken. Natürlich auch bei uns, wenn euch das hier gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.